Okay. Wanderpass ist für uns eine ziemlich heftige und krasse Station. Und zwar sind wir hier angekommen und hatten über Instagram Freunden gesagt, dass wir hier sind und sind darüber weitervermittelt worden an neue Leute, so wie immer, das läuft immer so. Ja, und dann waren wir hier und es wurden dann innerhalb von 2 Tagen mal 4 Shows gespielt. Und am Rande wurde gesagt, ja, wir können vielleicht mal auf die nahegelegene Insel Queshm Island gehen. Und das war vorgestern. Nach der Show packen wir gerade zusammen und dann sagen sie so, okay, wir müssen uns jetzt beeilen, wir müssen jetzt die letzte Fähre auf die Insel kriegen. So, was? Okay, und dann sind wir losgeheizt. Einer der vollsten Tage auf unserer Reise geht zu Ende. Wir haben heute schon 2 Shows gespielt und sind danach spontan eingeladen worden, mit Baynuts und Maysam auf die Insel Queshm zu fahren. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir die Fähre und setzen über. Auf der Insel angekommen, gehen wir dann erstmal noch etwas essen und entdecken plötzlich altbekannte Fastfood-Restaurants, die aber alle Schreibfehler im Namen haben. Dazu muss man wissen, durch Konflikte zwischen den USA und dem Iran gibt es hier bis heute keine amerikanischen Fastfood-Ketten. Aber die Iraner sind kreativ und ahmen die Logos, Schriftzüge und Einrichtungen der großen Marken einfach nach. Nachdem wir etwas gegessen hatten, sind wir dann zu unserer Unterkunft gefahren. Es war schon spät in der Nacht und am nächsten Tag hatten wir einiges vor. Which is ours? Geradeaus. Also, ich nehme das große Bett. Ich penne in der Ecke, damit ich die weniger riechen muss. Am nächsten Morgen ging es als erstes in das Valley of Stars. Das Tal ist durch die starke Bodenerosion entstanden. Das bedeutet, durch Oberflächenwasser, strömenden Regen und starke Windböen wird die Erde und der Sand so ausgewaschen, dass sich große Risse und Gräben bilden, die über Jahrhunderte dieses große Tal ergaben. Dann wieder weitergeheizt und dann ging es an den Strand und dann haben wir eine Bootstour mitgemacht. Und dann waren wir mit den Leuten von dort, also wir waren dann insgesamt zu 8 und dann sind wir auf so ein kleines Boot und dann sind wir rausgeheizt aufs Meer, es war richtig schnell und das war schon funny. Und dann sind wir Delfine anschauen gegangen. Wir sind da vorne schwimmen Delfine vor der Insel und wir haben Delfine gesehen, das war krass. Da bleibt auch die verhüllteste Frau nicht verhüllt. Auf dem Weg zurück haben wir noch auf einer kleinen Insel angehalten. Dort gab es ein kleines Versprung. Jetzt haben wir hier auf der Insel kurz Päuschen gemacht. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, was wir noch machen. Man weiß es noch nicht.
Oh shit! Too easy for camera! Auf der Weiterfahrt sind wir dann mal wieder ein paar Dromedaren begegnet. Die Tiere hielten die Autos regelrecht an, um etwas zu essen zu bekommen. Und das Konzept funktionierte ziemlich gut, denn auch Maysam streckte ihnen direkt eine komplette Chips-Tüte entgegen. Also jetzt der frisst dann. Oh shit, das sind ja Haare vom Kopf. Okay, warte. Und von dort aus ging es wieder zurück an den Strand dann, nach einer kurzen Pause. Wir sind beide richtig groggy gewesen, eigentlich so, oh, jetzt brauche ich mal Pause. Aber am Strand vorne sind Motorradfahrer und Quads entlang gefahren und haben dort halt Wheelies gemacht und sind auf 2 Reifen, haben da irgendwelche Donuts gedreht, es war abgefahren. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne die, ich hol die mal her. Dann sind wir da hingelaufen und dann sind wir hinten mit drauf, also ich bin mit drauf gefahren. Du bist dran. Idiot. Und es war abgefahren. Wir sind mit über 100 Sachen an dem Strand lang, mit einem Wheelie oder nur auf 2 Reifen. Meine Pumpe ging so krass, das war schon echt heftig, das war wow und das war mega gefährlich. Ja, Helm und Sicherheitskleidung, nee Mann, ich war so unterwegs, das war schon echt heftig. Und dann war eigentlich ich an der Reihe. Ich habe mich aber professionell davor gedrückt und um meine Ehre vor Maysam dann noch zu retten und zu zeigen, dass ich eigentlich schon cool bin, habe ich dann im Auto erstmal ein altes Rap-Lied ausgepackt und schön meine alten Rap-Skills zelebriert. Das ist keine Persiflage. Nein, Mann. Das ist so, wie wenn sie sagt, wir sind noch Persido-Flasche. Und das ist genauso, wie es heute ist. Mein Kontoauszug ist und bleibt ein Armutszeugnis. Meine Klamotten sind Fetzen, meine Hose. Dann ging es eigentlich direkt zur Fähre. Wir haben noch was gegessen im Restaurant, waren einfach nur durch und kaputt. Wir hatten heute einen krassen Tag, Alter. Was geht? Was ein High-Five. Und dann ging es mit dem Auto zurück, wieder volle Party, Musik, pum pum pum. Und dann waren wir abends um 11 wieder hier in Bandar Abbas. Und hier bei unserem Gastgeber. Merci an dieser Stelle. Ja. Jetzt wohnen wir bei Moshtaba in Bandar Abbas. Er hatte vor 2 Tagen bei einer Veranstaltung für krebskranke Kinder als Kameramann gearbeitet, wo auch wir aufgetreten sind. Danach hatte unsere derzeitige Gastgeberin organisiert, dass wir jetzt bei ihm wohnen können. Gestern habe ich noch in Erfahrung gebracht, dass unser Gastgeber, er ist Manager von mehreren Musikern. Jetzt wird er mir ein paar Spuren von seinen Künstlern schicken, wo ich Remixe draus machen soll. Mal gucken, was ich da draus machen kann. Leider habe ich es bisher tatsächlich nicht geschafft, Musik mit seinen Aufnahmen zu machen. Rap ist übrigens illegal im Iran. An diesem Abend sind wir in der Stadt unterwegs. Wir treffen Freunde von Moshtaba in einem Musikgeschäft und besuchen seinen Vater, der Autohändler ist. Wir verkürzen den Ausflug dann aber, da es zu stark regnet und die Straßen komplett überschwemmt sind. Ich hab Wasser in den Schuhen, das kracht. Nicht nur in Bandar Abbas gibt es starke Regenfälle. In Schiraz, wo wir vor 3 Wochen noch waren, gab es eine gewaltige Schlammlawine, die großen Schaden angerichtet hat und viele Tote forderte.
Die restliche Zeit in Bandar Abbas ist sehr durcheinander und verrückt. Das iranische Neujahr steht an und wir sind mittendrin. Eigentlich sollte unsere Reise längst weitergehen, aber ein paar Umstände, die wir nicht absehen konnten, sorgten dafür, dass wir noch knapp 3 Wochen länger im Iran bleiben. Was wir dann noch alles erlebt haben und wie wir uns entscheiden, ohne unserem Reisemobil nach Dubai zu reisen, das gibt's dann im nächsten Video zu sehen.